Hallo! Willkommen in Bulgarien. Wir sind jetzt schon fast einen Monat in Bulgarien und haben dort unsere ersten 3 Wochen an einem besonderen Ort verbracht und wollen deshalb dazu ein kleines Extra-Video machen. Als wir in Bulgarien angekommen sind, hatten wir leider richtig schlechtes Wetter. Es hat die ganze Zeit nur geregnet, es war mega kalt und wir haben unsere Sachen nicht wirklich trocken bekommen, da wir keine Heizung im Auto haben. Und deswegen mussten wir uns erstmal einen Ort suchen, an dem wir für eine Weile bleiben können und haben uns deswegen ein wenig auf Workaway umgeguckt. Wir haben eine Weile gesucht und in Bulgarien gibt es natürlich weniger Plätze als jetzt vielleicht in anderen Ländern, aber wir haben trotzdem einen interessanten Workaway-Host gefunden, und zwar ein Dog Shelter, der von einem britischen Pärchen geführt wird oder gestartet wurde. Da es halt so viele Straßenhunde in Rumänien sowie auch in Bulgarien gibt, haben wir uns einfach dafür entschieden, nicht nur für uns eine schöne Erfahrung zu sammeln, sondern vielleicht auch gleich noch dem Land ein bisschen weiter zu helfen und natürlich auch vor allem den Hunden. Und damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt in die Aufgaben, die wir so gemacht haben und wie so ein Tag bei uns abgelaufen ist, haben wir einen Vlog gedreht, quasi von einem Tag, was wir so gemacht haben. Und den gibt's jetzt und danach würden wir noch ein bisschen weiter erzählen, was wir quasi die restliche Zeit noch so erlebt haben. Guten Morgen aus Bulgarien. Es ist jetzt kurz vor 7 und wir müssen aufstehen. Ich habe ja letztens auf Instagram eine Umfrage gemacht, welches Videoformat euch am besten gefällt, und da haben die Vlogs gewonnen. Und deswegen möchten wir euch heute einfach mal einen Tag lang mitnehmen bei unserer Arbeit hier im Hundeshelter in Bulgarien. Wir wohnen hier quasi im Haus der Mitarbeiter und Freiwilligen. Wir haben eigentlich ein ganzes Schlafzimmer für uns und teilen uns Küche und Bad. Und mit uns hier wohnt Lynn, das ist die Festangestellte, die hier mitarbeitet. Es ist jetzt schon 7:30 und wir müssen uns noch ein bisschen beeilen mit Frühstücken, weil um 8 ist dann Treff bei dem Haus von unseren Hosts und von dort aus fahren wir dann los zum Shelter. Mit dem Haus zusammen damals haben unsere Hosts 3 Katzen mitgekauft. Die haben auch Namen, aber wir haben sie Kitty, Katie und Cat genannt. Das hier ist Katie. Da hinten ist jetzt gerade schon Lynn mit dem Auto angekommen. Sie kommt vom Shelter und war dort mit ihrem Hund draußen und hat den sauber gemacht. Wir treffen uns jetzt hier bei Pete und Justine. Das sind unsere Hosts und von dort aus fahren wir dann gemeinsam los Richtung Shelter. Auf dem Weg dahin machen wir nochmal ein paar Zwischenstopps, weil wir die anderen Mitarbeiter abholen müssen, die morgens hier mit sauber machen. Und wir halten nochmal in einem Café an, wo morgens immer Tee und Kaffee serviert wird. Das ist hier so ein morgendliches Ritual, aber wir trinken da meistens nicht mit, weil das immer ein Plastikbecher ist und wir das der Umwelt nicht antun wollen. Wir fangen jetzt hier morgens an, die Katzen sauber zu machen. Die sind in dem Haus. Es gibt hier also nicht nur Hunde, und von den Katzen suchen auch noch ganz viele ein nettes Zuhause, vielleicht auch irgendwo in Deutschland. Und wenn ihr Lust auf eine Katze habt, dann guckt mal auf die Website von Santa Paws. Oder schreibt uns. Oder Facebook oder schreibt uns. Und die kann euch dann sogar bis nach Hause geschickt werden oder ihr kommt sie abholen.
Bei den Hunden besteht die Morgenroutine eigentlich immer daraus, Pup wegzumachen, Essen aufzufüllen und Wasser zu wechseln. Und natürlich besonders wichtig, gerade bei den kleinen Puppies, sich auch Zeit zu nehmen, mit ihnen zu kuscheln. Und wenn wir fertig mit allem sind, sieht es dann hoffentlich wieder so aus. Aber wahrscheinlich sieht es nur für die nächsten 5 Minuten so aus, weil es wird direkt wieder voll geschissen. Die meisten Hunde sind sehr freundlich. Auch wenn viele bellen, ist das oft nur Angst. Also sobald man dann reingeht in das Gehege, sind sie eigentlich ruhig. Und man kann die meisten auch streicheln und sie freuen sich über Besuch. Nachdem wir die Arbeiter jetzt alle wieder nach Hause gefahren haben, müssen wir jetzt hier zu Hause noch die ganzen Pupeimer sauber machen und die Wischeimer wieder auffüllen und die ganzen Wasserkanister befüllen, weil brauchen wir dann heute für unser Nachmittagsprojekt. Das mit der Müllsituation lässt unser Herz immer ein bisschen bluten, weil es ja einfach nur im Dorf 3 große Mülltonnen gibt, wo jeder all seinen Müll reinhaut. Selbst Grünpflanzen und so ein Zeug. Also es ist nicht mal, dass hier jemand einen Kompost hat. Und es tut einfach jedes Mal so weh, alles einfach in diese eine Tonne zu hauen und zu wissen, dass nichts davon irgendwie recycelt wird oder irgendwie verwertet. Das ist... Wir sind jetzt mit der Morgenroutine erstmal soweit durch und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause, das ist ja auch alles entspannt, da wir ja nur freiwillige Helfer sind und jetzt hier nicht bezahlt werden, so wie zum Beispiel Lynn. Lynn ist jetzt immer noch beim Shelter und geht mit den Hunden Gassi, also mit denen man an der Leine laufen kann, und wir machen jetzt kurz Pause, essen was und dann geht's los mit Pete, denn es gibt noch ganz viele Flächen in dem Shelter, die noch nicht fertig betoniert sind. Das heißt, da es jetzt die letzten Wochen geregnet hat, wartet immer alles voller Matsche und Schlamm und die Hunde waren dementsprechend dreckig. Und da die Wahrscheinlichkeit jetzt im Winter höher ist, dass es regnet, sollen die Flächen noch fertig betoniert werden, damit die Hunde einfach auf einem sauberen Untergrund stehen, den man auch ordentlich reinigen kann. Genau, und deswegen betonieren wir heute dann mal noch eine zweite Fläche. Wir haben gestern schon angefangen, das heißt Betonmischern, sowas ist alles schon da. Und wir machen einfach da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Die Dinge, die hier mehrmals wöchentlich teilweise passieren, dass irgendwelche Leute hier ans Tor klopfen oder bei denen zu Hause, wie gerade eben auch, und dann Hunde abgeben. Diesmal sind es 3 kleine Puppies. Es ist ja eigentlich schön, wenn die Leute sich quasi drum kümmern und die Hunde einsammeln und hier abgeben, aber man will ja auch
jeden Hund aufnehmen, kann dann schlecht Nein sagen. Aber besonders bei den Puppies gerade haben wir anscheinend den Hunde-Coronavirus, der gerade rumgeht. Und deshalb sind sehr viele Puppies in den letzten Tagen gestorben. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Angst, dass die das abtreffen könnte. Aber ablehnen kann man sie ja schlecht. Das hier ist Raya. Sie ist meiner Meinung nach einer der süßesten Hunde und freundlichsten Hunde hier im Shelter. Ich habe sie vor ein paar Tagen irgendwie für mich entdeckt und mich ein bisschen verliebt, weil sie einfach wirklich sehr zutraulich zu Menschen ist. Anscheinend hat sie ein bisschen Probleme mit Hunden, die kleiner sind als sie, erstaunlicherweise. Die greift sie anscheinend auch dann gerne mal an. Da muss man also auf jeden Fall mit ihr nochmal in die Schule gehen. Aber ich hatte irgendwie ein schönes Erlebnis mit ihr, dass ich quasi sie einmal ausgeführt habe und sie da sehr Angst hatte an der Leine und halt das Gefühl wahrscheinlich einfach ungewohnt war für sie. Und jetzt gehen wir seit 3 Tagen jeden Tag raus und sie hat echt einen krassen Prozess gemacht und hat richtig schnell gelernt und hat jetzt voll Freude am Gassi gehen. Und heute sind wir auch das erste Mal zusammen mit einem anderen Hund draußen, der ist allerdings größer als sie. Deshalb gab es bisher noch keine Probleme. Ich würde sie gerne adoptieren. Da sind wir wieder. Tag vorbei und weiter geht's. Neben der ganzen Arbeit, Hunde, Scheiße und sonstigen haben wir natürlich auch sehr viele schöne Dinge erlebt und Pete und Justine haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, uns quasi viel Abwechslung zu bieten und auch so viel wie möglich von der Kultur zu zeigen, obwohl es ja quasi gar nicht ihre eigene primär ist. Zum Beispiel waren wir auf einem Geburtstag von einem bulgarischen Freund von Justine und Pete und das war ein ziemlich interessanter Abend. Er war einfach sehr stereotypisch bulgarisch, osteuropäisch mit sehr viel selbstgebranntem Schnaps, Rakia und einem Haufen Essen. Und was wir wirklich nicht wussten, ist diese kulturelle Art, deinen Teller aufzufüllen, wenn er ansatzweise leer ist. Und das heißt, wir haben sehr viel gegessen an diesem Abend. Nicht nur Teller, dazu zählen auch jegliche Getränke, egal in welcher Form. Und es wird, also wirklich in Bulgarien wird damit quasi angegeben oder das ist ein Statussymbol, wenn man zu einer Feier oder festlichen Veranstaltung so viel Essen wie möglich auftischt. Und dementsprechend war der Tisch voller Essen und voller Getränke. Die Musik war extrem laut, alles so ein bisschen orientalisch angehaucht. Dann hatte ich auch noch Ende Oktober Geburtstag und das war natürlich ein weiteres Highlight. Das war quasi auch so ein bisschen unser letzter richtiger Tag dort, den wir quasi zusammen gefeiert haben. Dementsprechend haben wir auch einen Ausflug zusammen gemacht. Wir haben uns Pleven angeguckt. Das ist eine der größten Städte, würde ich sagen, die relativ nah dran war. Und haben uns dort ein Panorama angeguckt, was quasi wie das Panometer in Dresden ist. Es zeigt aber die Kriegsszene, wo quasi die Osmanen gegen die Rumänen und Russen gekämpft haben um das ganze bulgarische Land. Und danach hat mir Noelle zusammen mit Justine quasi so einen kleinen Traum erfüllt. Wir haben nämlich eigentlich bei den Hosts auch immer mal nach Leuten gesucht, die Pferde haben, weil ich war ja reiten früher und mir haben irgendwie der Kontakt und die Arbeit mit Pferden gefehlt in den letzten Jahren, könnte man so sagen. Aber leider haben wir niemanden gefunden, beziehungsweise Justine hatte sogar ein Pferd, aber das war noch zu jung und halt nicht eingeritten. Long story short, wir sind zu einem Reiterhof gefahren, wo ich dann ein sehr großes und altes Pferd im Kreis reiten durfte. Nothing special, aber es war trotzdem schön und danach hatte ich 3 Tage Muskelkater im Bein. Also daran erinnere ich mich gar nicht als Kind, aber Übung macht wahrscheinlich da auch den Meister. Und am Abend haben wir dann noch schön zusammen gegessen. Eule und ich haben wieder unsere berüchtigt und berühmten Rote-Beete-Burger gemacht. Das heißt vegetarisch en masse, aber es hat allen sehr gut geschmeckt. Und es war quasi ein schönes Ende und den Tag danach haben wir dann eigentlich nur noch mit Auto wieder einräumen und noch Sachen reparieren verbracht, weil wir hatten ja quasi alles rausgeräumt. Und es hat sich so ein bisschen wie ein kleiner Neuanfang angefühlt, weil irgendwie alles wieder ganz und sauber und schön war und ich habe von Noelle auch eine neue Pflanze bekommen. Also es ist alles wieder ein bisschen so, wie als wir losgefahren sind. Und ja, es war quasi ein
ein guter, sonniger Neustart. Das heißt, wir sind jetzt wieder on the road und haben natürlich ein Ziel vor Augen, und zwar das Schwarze Meer. Das war auf jeden Fall der Traum von mir, dort mit Hans hinzufahren, wenn er dann mal fährt, so wie ich mir das damals gedacht habe. Und das ist dann quasi der östlichste Punkt Europas, den wir erreichen werden, bevor es danach planmäßig hoffentlich in die Türkei geht.